Sinne sind für Tiere und Menschen überlebenswichtig. Wir können sehen, schmecken, riechen, hören und tasten. Auch Maschinen und Computer können ihre Umwelt wahrnehmen. Doch sie benutzen dafür keine Augen, Nase oder Ohren, sondern Sensoren. Derzeit werden Sensoren entwickelt, die mit Quanten messen. Sie können noch viel genauer messen als herkömmliche Sensoren. Wie funktioniert das? Quanten sind super empfindlich. Sie werden durch Luft, Schall, Licht oder Magnetfelder schnell beeinflusst. Da sie so sensibel sind, können sie winzige Veränderungen messen und sind damit extrem präzise. Das Schwierige dabei ist, die Quanten vor allen Einflüssen abzuschirmen, die nicht gemessen werden sollen. Und es ist gar nicht so leicht, das Verhalten der Quanten zu messen, ohne sie dabei durch die Messung selbst zu beeinflussen. ForscherInnen haben sich hierfür verschiedene Methoden überlegt. Bei einer Variante wird ein einzelnes Quant in einem Diamanten eingesperrt. Dadurch ist das Quant immer an der gleichen Stelle und vor äußeren Einflüssen geschützt. So können kleinste Veränderungen besser gemessen werden. Aber warum das alles? Mit Quantensensoren könnte man bald das Magnetfeld an einer Stelle so genau messen, dass man unterirdisch Gas- und Wasserleitungen entdecken kann. Yay! Und das nur durch kleinste Änderungen im Magnetfeld und ganz ohne Bohren. Genauso könnten Mineralien oder unterirdische Höhlen gefunden werden oder archäologische Entdeckungen gemacht werden. Aber auch Messungen in unserem Körper werden dank Quantensensoren viel genauer werden. Gehirnaktivitäten könnten bald so genau gemessen werden, dass beispielsweise Prothesen allein mit Gedanken gesteuert werden. Quantensensoren haben noch ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten. ForscherInnen arbeiten daran, die Position von Flugzeugen, U-Booten und Satelliten mit Quantensensoren ganz genau zu bestimmen. Ein GPS-System wird vielleicht schon bald mit Hilfe von Quantensensoren auf den Millimeter genau messen können, wo wir uns befinden. Noch sind diese Sensoren erst in der Testphase und werden noch weiterentwickelt. Aber schon bald könnten die Quantensensoren das Leben auf der Erde verändern.